Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Ich habe mir mal wieder gedacht, ey komm, wir probieren mal wieder eine kleine Challenge, mal ein bisschen Abwechslung, ein bisschen frischen Wind mal in den tristen Alltag von Shakes and Fidget bringen. Und zwar habe ich mir gedacht, wir versuchen es nochmal mit einer Shakes and Fidget Survival Hardcore Modus Challenge. Und zwar werden wir uns wieder einen Account erstellen auf irgendeinen Random Server, den wir uns jetzt gleich aussuchen. Und wir werden versuchen, mit einem Leben, solange es geht, in Shakes and Fidget durchzukommen. Falls wir einmal sterben sollten, sei es durch einen Arena-Angriff, durch einen Dungeon oder was weiß ich, in der Ehrenhalle, dann werden wir den Char löschen. Das heißt, sterben wir einmal, dann wird der Account gelöscht und das Projekt ist vorbei. Ja, und das hatten wir schon mal gemacht. Damals hatte ich aber die Bedingungen gehabt, dass es wirklich der komplette Hardcore-Modus ist. Das heißt, falls wir auch in der Arena angegriffen werden sollten, dann wird der Char auch gelöscht. Es gibt zwei Bedingungen, die keinen Einfluss haben oder beziehungsweise wo wir keinen Einfluss drauf haben, wenn wir sterben sollten. Das ist einmal, wenn wir angegriffen werden in der Ehrenhalle und sterben sollten, dann ist die Challenge nicht vorbei. Wir müssen selbst dafür sorgen, dass wir irgendwann einen Kampf verlieren. Ja, dann ist die Challenge vorbei, weil darauf haben wir keinen Einfluss. Ich kann, gesniped werden, gestreamsniped werden, Leute können mich finden oder auf mich aufmerksam werden und dann werde ich halt, abgefarmt oder besiegt von irgendeinem High-Level-Account. So, ne, das ist Bedingung Nummer 1. Das gilt nicht. Und Bedingung Nummer 2 ist Gildenfights. Wir werden natürlich gucken, dass wir in irgendeine Gilde so schnell wie möglich reinkommen, um so gut es geht, uns im Level voranzutreiben, damit wir so schnell wie möglich, so stark wie möglich werden, damit wir halt eben die Chancen auf einen Tod reduzieren. Ja, und im Gildenfight, wenn wir dort sterben sollten, dann zählt das logischerweise dann auch nicht, weil im Gildenfight stirbt man normalerweise, wenn man halt eben relativ am Anfang ist. Ja, das sind die zwei Bedingungen. Wir hatten damals, als ich die SF Hardcore Challenge schon mal gemacht hatte, hatten wir das mit einberechnet gehabt, beziehungsweise wenn ich durch jemand anderen angegriffen werden sollte in der Arena, dann ist die Challenge vorbei. Ja, das war damals so. Da haben wir fürs nächste Mal, beziehungsweise viele in den Kommentaren haben gesagt, ey, es wäre vielleicht cooler, wenn man die Challenge nochmal macht, aber dass man halt eben den Faktor weglässt, wenn man selbst angegriffen wird in der Ehrenhalle oder abgefarmt wird, dass das halt eben nicht zählt zu dieser Hardcore-Challenge. So, ne? Es ist so schon Hardcore genug, sag ich mal, diese Herausforderung zu meistern und zu gucken, wie lange der Char hält und um eben mal zu sehen, was so möglich ist, wie weit wir kommen, bis wir irgendwann das erste Mal sterben sollten, ne, mit diesem neuen Account. Und deswegen gehen wir mal rein. Ich würde mal sagen, wir nehmen auch mal den Paladin. Ja, keine Ahnung, welche Klasse jetzt hier für diese Challenge jetzt am besten wäre. Der Paladin ist ziemlich tanky. Heißt nicht, dass der jetzt unglaublich viel besser im PvP oder sowas ist. Ne? Deswegen nehmen wir das Ganze mal. Nehmen wir mal den Paladin. Und wir gehen mal hier in die Serverwelten rein. Ich hatte mir schon einen Server so ausgesucht, den wir so circa nehmen könnten. Auf manchen habe ich schon einen Account erstellt. Auf manchen Welten haben wir hier zum Beispiel nur polnische Leute oder so oder Franzosen. Heißt nicht, dass ich da jetzt deswegen nicht hin möchte, aber ich möchte halt schon zu Leuten, wo man dann wenigstens Englisch spricht oder so und nicht irgendwie Polnisch oder eine Sprache, die ich nicht verstehe. Deswegen habe ich mir eine internationale Welt ausgesucht, beziehungsweise einen gemergten Server, wo internationale Welten drauf sind und das ist F12, ja, und da gehen wir mal rauf, ja. So, und dann würde ich sagen, das Ding ist halt eben auch, wenn ich jetzt hier einen Account erstelle, dann wird automatisch mein Profilbild mit in den Account hier mit übertragen. Das heißt, ich kann auch gar nicht Undercover spielen. Ich weiß damals bei der Challenge, da hatten wir versucht Undercover zu spielen, damit ich nicht von anderen angegriffen werde. So, da hieß es, glaube ich, sogar dort sie Undercover oder so, ohne Profilbild, weil halt eben dort auch
galt, dass, wenn ich angegriffen werde und sterbe, die Challenge auch vorbei ist. So. Deswegen habe ich das lange Zeit das Projekt geheim gehalten, ein paar Videos aufgenommen, bis ich dann mal eben irgendwann verreckt bin, weil wenn ich das erste Video raushaue dazu, klar, dann werde ich wahrscheinlich von Leuten auf dem Server angegriffen. Deswegen können wir hier gar nicht undercover spielen, wegen dem Profilbild, das ist jetzt so. Und ich würde sagen, wir nennen uns mal Survival Dorzer. Ich glaube, das passt ganz gut. Ja, und dann gehen wir mal als Paladin auf F12 mal rein. Ja, let's go. Ich bin sehr gespannt. Es ist auch für mich sehr cool. Ihr seht das jetzt hier schon oben. Da haben wir schon direkt das Profilbild am Start. Also da haben wir gar nicht großartig irgendwie Einfluss drauf. Und wir haben einen neuen Account erstellt, ja. Wir haben sogar ein paar Events jetzt gerade hier am Start zu dem Zeitpunkt, wo ich aufnehme. Und ich nutze diese Videoreihe, dieses Projekt auch, um mal so ein bisschen kurzzeitig ja, Free-to-Play einfach zu spielen. Weil viele Leute wollen auch, also ich weiß, dass ungefähr die Hälfte der Zuschauer Free-to-Play sind. Das hatte ich mal in der Abstimmung, ging das mal hervor, dass Free-to-Play 50%, ich glaube sogar noch mehr als 50% sind, die Zuschauer hier Free-to-Play sind und nur ja, die anderen 50 oder sogar noch weniger Pilze bezahlen. Und viele wollen auch manchmal so ein Free-to-Play-Content mal sehen und nicht nur immer dieses Hardcore-Gepilze. Deswegen werden wir diesen Char natürlich komplett Free-to-Play auch spielen, ja, und deswegen ja, freue ich mich da auf jeden Fall auf diese Erfahrung. Ich würde sagen, der erste Schritt, der wichtigste Schritt ist auf jeden Fall erstmal eine Gilde zu finden, denn das ist natürlich das, wo wir hier am meisten Boni erstmal rausbekommen können. Schlumpfhausen haben wir hier mit 48 Mitgliedern. Das könnte schon für unsere Zwecke schon sehr, 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 sehr gut sein. Ja? Ich denke mal, ja, runterscrollen können wir nicht. Das sind die einzigen Gilden. Und ich würde mal behaupten, die haben hier ja, ganz gute Gildenboni. Oh ja, die haben sehr gute, boah, die sind sehr, sehr stark. Dann würde ich mal sagen, gehen wir mal nach Schlumpfhausen rein. Ja, mal gucken, wie die Gilde hier aussieht. Es ist für mich immer sehr, sehr interessant und sehr spannend, mal so auf andere Welten mal zu schnuppern, wo man sonst normalerweise gar nicht unterwegs ist, dort in random Gilden reinzugehen, um mal zu gucken, Alter, wie ist es hier so, ne? Auch wenn diese Gilde hier natürlich relativ tot aussieht, ja, hat natürlich auch einen Grund, wenn auf F12 einfach so eine Gilde alles aufnimmt ab Stufe 1. Das ist natürlich immer so ein bisschen das Ding. Ne? Man nimmt so, was man kriegen kann. Ich weiß gar nicht, wer hier so auf dem Server ist. Endgegner nochmal mit W70 als Gildenleiter, Jurik hier als Gildenleiter bei Elderwolves, ja. Also Olymp hat man auch schon öfter gehört. Also es ist auf jeden Fall Schattendämonen haben wir hier von Tsunami. Ja, das ist auf jeden Fall ja, interessant. Wir gucken mal, was haben wir hier überhaupt an Spielern auf dem Server. Boah, ja, ist nicht verkehrt, ne? Ist nicht verkehrt. Ist hier noch irgendwie Aktivität im Chat? Es sieht jetzt nicht wirklich so danach aus. Hier wurde noch gutes Neues gewünscht. Ja, interessant. Ja, aber wir bringen hier neues Licht auf diese alte Gilde und ich bin auf jeden Fall froh, dass wir jetzt erstmal Top-Boni haben, um halt eben jetzt erstmal questen zu können. So, der Twist an der Challenge ist halt jetzt eben, wir müssen halt eben ganz genau aufpassen und überlegen, was machen wir. Das Ding ist halt, wir erreichen ab Stufe 2 bereits schon jetzt den ersten Dungeon und das ist der Tutorial-Dungeon. Das könnte schon eine böse Falle sein, denn man hat auch die Chance natürlich in den Dungeons zu sterben, gerade am Anfang, wenn man noch nichts hat, deswegen, ne, auch bei der Abenteuerlust müssen wir natürlich auch gut drauf aufpassen, dass wir da nicht einfach so hops gehen. So, und ich würde mal sagen, ich nehme mal als Free-to-Play den Tiger als erstes. Wir können auch den Greifendrachen nehmen, dann haben wir direkt ein Reittier am Start. Allerdings will ich da die Pilze nicht für investieren, weil wer weiß,
wie viel wir davon noch brauchen. Jetzt als Free-to-Play sind die Pilze auf jeden Fall jetzt erstmal die wichtigere Ressource als das Gold. Und wir nehmen mal die erste Quest an ohne Reittier, würde ich mal sagen. Ja, und gucken mal, dass wir uns die 10 Gold schnell snacken, damit wir hier den Tiger bekommen und dann die 30% zumindest haben. Ich bin mal gespannt. Es fühlt sich auf jeden Fall komisch an, ohne Reittier jetzt mal so zu questen. Achso, natürlich haben wir jetzt erstmal das Tutorial. So, ich bin sehr gespannt. Ihr könnt ja mal sehr gerne in die Kommentare schreiben, ja, bis zu welchem Level ich komme, free to play und ohne zu sterben. Das würde mich selbst auch mal interessieren. Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und möchte da mein Bestes geben. Es wird auf jeden Fall jetzt, denke ich mal, ein bisschen länger dauern als die Challenge beim letzten Mal, wo wir ja auch diese SF Hardcore Challenge gehabt haben. Und halt eben, ja, ich glaube, da wurden wir von irgendjemandem abgefarmt oder so. Das hatte nachher nicht mehr gereicht, um, ja, längerfristig, ich glaube, ich hatte da 5 Folgen oder so. Da sind wir natürlich nicht so weit gekommen vom Level her. Und demzufolge, ja, haben wir da auch kein großes Level erreicht. Jetzt mit der Bedingung, dass wir nicht abgefarmt werden können, sondern aktiv selbst irgendwo sterben müssen, dann ja, könnte es gut sein, dass wir jetzt den Account ein bisschen höher kriegen. Wir müssen auf jeden Fall sehr bedacht an die Sache rangehen. Ich weiß natürlich auch nicht und ich möchte auch komplett ohne SF-Tools spielen. Mit SF-Tools haben wir natürlich die Gegnerwerte am Start und können gucken, wie viel ja, der erste Gegner an Werten hat, ob wir gegen den eine realistische Chance haben oder nicht. Das ist jetzt halt immer so die Sache, man könnte jetzt schon direkt kämpfen, ich glaube, den könnten wir auch besiegen, aber mein erstes Ziel ist es, glaube ich, mal so erstmal auf Stufe 10 zu kommen, beziehungsweise mir halt, wie gesagt, erstmal das Reittier zu holen, damit wir hier einigermaßen gut am Start sind. So, wir lassen mal die Quest hier durchlaufen, wir sparen uns die Sanduhr, ja, und gehen hier in die nächste Schlacht rein. Natürlich kann uns auch die Abenteuerlust hier besiegen, ne? Das kann durchaus passieren, ne? Also wir können auch hier verkacken, so ist es nicht, ne? Dann ist das Ding hier schon gelaufen tatsächlich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Warte mal. Können wir überhaupt verlieren? Können wir die Abenteuerlust hier auf dieser niedrigen Stufe verlieren? Weil wir sind ja von der Klasse her. Warte mal, können wir überhaupt verlieren? Wir sind ja von der Klasse her ein Paladin. Und der Paladin, also der kann ja jetzt nicht ausweichen oder so. Ich meine, wir haben jetzt kein Schild und nix, ne? Aber deswegen konnten wir auch nicht blocken. Was war das? Also er hat uns geschlagen, aber er hat uns nicht getroffen irgendwie, oder? Konnten wir das verlieren? Ich muss mir die Abenteuerlust richtig anschauen. Wir haben die erste Abenteuerlust, die haben wir geskippt, ohne zu gucken, ob wir überhaupt gewonnen haben, ja? Aber ich weiß auf jeden Fall, bei der normalen Abenteuerlust, boah, da müssen wir uns mehr Zeit für nehmen, da kann man auch definitiv sterben. Und das war nicht so unrealistisch. Ich weiß noch zu Zeiten damals von Paul Terra, als der seinen Berserker aktiv gespielt hatte, der wollte der stärkste Berserker sein mit der meisten Stärke im Attribut und hat dann Ausdauer komplett vernachlässigt. Und der ist dann auf Stufe, ich weiß gar nicht wo das war, über 500 plus oder so, ist der an der Abenteuerlust verreckt, weil der zu wenig Ausdauer hatte und der Berserker seine Combo nicht gezündet hat. Das war ein Ding. Deswegen habe ich mich gerade gewundert, wir sind auf Stufe 1, oder wir sind hier unter Stufe 10 gewesen, als Paladin. Das Schild ist halt unglaublich wichtig. Wir müssen ein Schild irgendwie kriegen, sonst sind wir am Arsch. Ja? So, aber was wir zuerst mal machen ist, wir gehen mal zuerst in den Stall rein. Ja? Holen uns hier den Tiger, investieren die 10 Gold, ja, den einen Pilz und dann sind wir jetzt erstmal schon mal ein bisschen stärker am Start. So, jetzt können wir auch hier unsere Abenteuerlust zu Ende spielen.
ohne jetzt hier großartig, ja, ohne Reittier oder so zu zocken. Ich will immer überspringen, aber wir müssen uns unbedingt die Kämpfe anschauen. Es könnte sein, dass wir hier halt, ne, wirklich von der Abenteuerlust halt wirklich schon gereckt werden, so, ne? Also, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Es sah für mich jetzt so aus, als ob wir nicht sterben können durch die Abenteuerlust. Das sah jetzt für mich wirklich aktiv danach aus. Weil sonst wäre ich, glaube ich, wirklich draufgegangen irgendwie jetzt bei dem Fight. Ohne Schild oder sonst was. Wir schauen uns das einfach mal in Ruhe an. Ja, und gucken mal nochmal. Wir brauchen halt wirklich unbedingt diesen Schild, ne? Schon wieder. Ein Leben? Wir können nicht sterben. Okay, das ist. Wir wären jetzt wieder gestorben, ne? Das ist krass. Das ist eine neue Erkenntnis für mich, die ich bisher noch nicht so gesehen habe. Also wir können durch die Abenteuerlust tatsächlich nicht sterben. Das ist sehr, sehr, sehr interessant. Ja, zumindest jetzt noch nicht. Es könnte sein, dass wir im späteren Spielverlauf vielleicht dadurch sterben. Ich weiß es nicht. Wir skillen jetzt erstmal ein bisschen Stärke rein. Das hätten wir mal vielleicht schon früher machen sollen. Ich gucke mal im Zauberladen. Hier haben wir noch einen Trank, den nehmen wir uns mit. Den Glückstrank, den snacken wir uns auch. Ja, und dann verskillen wir erstmal hier unser ganzes Gold, was wir haben, damit wir erstmal schon mal ein bisschen stärker sind, ja. So, also das ist erstmal schon mal krass. Eine krasse erste Erkenntnis, dass wir halt nicht durch die Abenteuerlust sterben konnten. Ansonsten wäre die Challenge jetzt schon in Folge 1 hier anscheinend vorbei gewesen. So, jetzt sind wir aber deutlich stärker, was die Skills angeht. Wie gesagt, das hätte ich mal gleich machen sollen. Ja, wären wir nicht in so eine Bredouille geraten. Auf jeden Fall der erste Fehler meinerseits hier. Ja, immer gleich alles verskillen. Aber wir wollten ja auch erstmal die 10 Gold erreichen für das Reittier so, ne? Also viel großartig verskillen konnte ich da jetzt auch an der Stelle gar nicht. So, wir gucken uns die Kämpfe an. Ja, die sehen jetzt auf jeden Fall schon mal deutlich leichter aus. So, das ist auf jeden Fall erstmal so mein erstes Ziel für Folge 1 gewesen, dass wir hier zumindest erstmal die Stufe 10 erreichen und hier die ersten Dungeons hier und so freischalten. Das Gespenst, was hier drin ist, das besiegen wir, oder das will ich jetzt erstmal noch nicht angreifen. Was ich aber machen werde, ist, wir gehen mal noch ein bisschen auf Ausdauer, Stärke. Ja, man könnte vielleicht einmal im Shop blättern. Obwohl eine gute, starke Waffe wäre halt wirklich extrem krass. Ich würde es einmal aktualisieren, damit wir die Chance haben, hier wirklich eine gute Waffe zu kriegen für einen Dungeon. So, sind die jetzt aktueller hier jetzt, die ganzen Sachen? Sieht nicht so aus, ne? Also die Dinger davor waren teilweise besser. Okay. Aber starke Handschuhe hier mit viel Rüstung. Kostet allerdings auch einen Pilz. Das ist jetzt natürlich alles hier immer so ein bisschen abwägen, ne? Was nehmen wir, was kriegen wir? Ich glaube, wir haben auch ein Nee, das ist das normale Starterpaket. Okay, ich glaube, das ist nur beim Serverstart so, dass wir, ja, dieses Willkommenspaket haben. Ich glaube, das ist auf alten Servern nicht mehr so. Ja, Freunde, aber das ist erstmal so, soll es erstmal so für die erste Folge soweit gewesen sein. Oh, hier haben wir einen Ausdauertrank, sehr schön. Den nehmen wir uns noch mit. Und dann gucken wir mal in der nächsten Folge, dass wir die ersten Dungeons besiegen. Ja, in die Arena. Da können wir theoretisch nachher auch schon bald rein. Da können wir auch unsere Stats vergleichen hier. Dann können wir abwägen, ob wir die Gegner packen oder nicht. Aber in der nächsten Folge widmen wir uns mal so ein bisschen dem Trainingscamp und vielleicht auch schon dem ersten Gegner in der Lichtwelt. Wir sind bisher noch nicht gestorben. Ich hätte gedacht, okay, krass, das war es jetzt mit mir hier. Aber durch die Abenteuerlust konnten wir anscheinend nicht sterben. Neue Erkenntnis auf jeden Fall. Und wenn euch das Ganze gefällt, dann lasst es mich sehr gerne in den Kommentaren wissen. Lasst ein Like oder ein Kommi da auf jeden Fall, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Und ansonsten war es das erstmal soweit von mir. Ich verabschiede mich, bedanke mich fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.